Du kannst dies reliquie wegwerfen. Das sagte der Ausbilder. Vor 40 Minuten stehend, die Brust geschwollen, die Arm beschränkt. Ein Arroganzgrinsen breitet sich auf seinem Gesicht aus, also auf das präzisierte Bild hinter ihm zeigte. Ein Kampfmesser. Die ikonisch 18 cm Klinge, die mehr Kämpfe erlebt hat, als sich jemand in diesem Raum vorstellen konnte. Training mit Klingenwaffen, Thora fort, sein Stimme triefte vor dem Selbstvertrauen eines Mannes, der nie in seiner eigenen Kompetenz gezweifelt hat, ist ein Relikt der Vergangenheit. Ein romantische Fantasie aus einer vergangenen Ära. In der modernen Welt der Selbstverteidigung ist das Messer überholt. Machte eine effektvolle Pause und ließ seinen Blick über das Publikum schweifen wie ein Professor, der gerade ein unwiderlegbares Wort tragen hat, und jeder, der das noch lehrt, verschwendet Zeit. Im Raum murmelt man zustimmend. Kopfe nickten, Stifte kratzten Notizen. Aber in der letzten Reihe, eingequetscht auf einen Klappstuhl nahe dem Ausgang, verrenkten sich ein paar blassblaue Augen ein wenig. Ein 80-jähriger Mann saß vollkommen still. Sein Hand lagen auf seinen Knien, sein Rücken war gerade wie ein Fahnenstange, und sagte nichts. Noch nicht. Wenn du glaubst, dass Erfahrung und Opfer niemals abgetan werden sollten, möchte ich, dass du jetzt sofort das Wort Respekt kommentierst. Denn was als nächstes in diesem Seminarraum geschah, wird dich daran erinnern, warum die alten Wege immer noch wichtig sind. Sein Name war Arthur Dalton. Obwohl nur die Krankenschwestern in der Veteranenklinik und die Frauen der Supermarktkasse, die von seiner Kundenkarte Ablis, Arthur nannten. All anderen, die Gemmels wirklich gekannt hatten die Männer, die neben ihm geblutet hatten, die Offizier, die sein Auszeichnungen verfasst hatten, die Marines, die seinen Namen bei Veteranentreffen, zu denen nicht mehr kam, immer noch ehrfürchtig flüsterten sie nannten Dal. War 80 Jahre alt. Sein Körperbau war schlank, fast hager, die Art von Schlankheit, die nicht von Krankheit kommt, sondern von einem lebenslangen, nie nachlassenden Drill. Sein Unterarm waren von seinen Durchzogen, die wie Brückenseil unter einer Horthöfe treten, die von der pazifischen Solsluft, koreanischen Wintern und jahrzehnten Stille, einsamer Handarbeit gegerbt worden war. Trug ein verblist olivegrün Jack über einem schlichten weißen T-Shirt. Sein kackefarben Hose war gebügelt und sauber. Sein Schuh waren alt, aber geputzt. Nichts in ihm verlangte Aufmerksamkeit. Nichts forderte einen zweiten Blick. So aus, wie die meisten Leute vermutet hatten, ein stiller alter Mann, vielleicht ein pensionierter Schreiner oder Fabrikarbeiter, Gemeines Großvater, der einen Samstagnachmittag totschlag. War zu dem Seminar gekommen, weil sein Enkelin Emily darum gebeten hat. Sie war 26, Lehrerin in Raleigh, und sie hat sich in letzter Zeit unwohl gefühlt, nach späten Elternabenden zu ihrem Auto zu gehen. Sie hat sich für diesen Selbstverteidigungsworkshop im Gemeindezentrum angemeldet und ihren Großvater gebeten, zur moralischen Unterstützung mitzukommen. Hat ein Sorgen gesagt. Sagte immer zu Emily. Sie war die einzige Person auf der Welt, die ein Mühe zum Lächeln bringen konnte. Also saß die in der letzten Reihe, die Hand auf den Knien, und beobachtet den Ausbilder, einen Mann namens Brad Kessler, der vor dem Raum auf und ab ging wie ein Bantamhahn, der gerade sein eigenes Spiegelbild entdeckt hat. Brad Kessler war 38 Jahre alt. Hat einen kahlgeschorenen Kopf, ein schwarzes Tactical Shirt, das Arm zeigte, die mehr im Fitnessstudio als in einer echten Auseinandersetzung trainiert worden waren, und ein Stimme, die geübte Autorität eines Mannes trug, der will YouTube-Videos über Kampfsport gesehen und entschieden hat, dass ein Expert sei. Führte ein Selbstverteidigungsfirma namens Shield Tactics International.
Hat ein Website MIT Erfahrungsberichten, ein Logo MIT gekreuzten Fausten und einen Watchenen Seminarzirkus, der EHN, zu Gemeinschaften, Firmenausflügen und Kirchengemeinden im Südosten Viertel. War, nach jedem fairen Maßstab, nicht unqualifiziert. Hat einen braunen Gürtel im brasilianischen Jiu-Jitsu. Hat 2 Jahre lang in einer Krav Maga Academy in Atlanta trainiert. Hat in einigen Amateur-MMA-Kämpfen teilgenommen und mehr gewonnen als verloren. Wusste, wie man einen Schlag austeilt, wie man einen Wurfgriff von hinten ausführt, und wie man MIT genig Fatschjagen redet, zivilisten das Gefühl zu geben, Insiderwissen von einem Krieger zu bekommen. Was nicht wusste, was in seinem ganzen Leben kein einziges Mal erlebt hat, war, wie sich anfühlt, MIT eine Klinge in der Hand im Dunkeln, im Schlamm, sein Leben zu kämpfen gegen einen Feind, der mehr tot sehen wollte, als selbst atmen wollte. Und da es lag in seinem Wissen, wird gleich zur wichtigsten Sache im Raum werden. Lasst mich das klarstellen, sagte Brad und klickte zur nächsten Folie. SIE zeigte ein Vergleichsdiagramm. Auf einer Seite ein Messer. Auf der anderen ein Taser, Pfefferspray und ein Kompakt-Handfeuerwurf. In einem realen Selbstverteidigungsszenario ist ein Klingenwurf in jeder messbaren Kategorie unterlegen. Reichweite, Stopppotenzial, rechtlich Verteidigbarkeit, einfach Anwendung unter Stress. Das Messer erfordert umfangreiches Training, großnahe Zoom-Angreifer und die Bereitschaft, sich auf ein Gewaltniveau einzulassen, auf das die meisten Zivilisten psychologisch nicht vorbereitet sind. So sich im Raum noch einmal Manche von euch sind vielleicht MIT Geschichten über Messerkämpfer aufgewachsen. Vielleicht habt ihr das in Filmen gesehen. Vielleicht hat euch ihr Onkel von den Marines im Zweiten Weltkrieg erzählt. Lacht kurz auf. Ein paar Leute im Publikum lachten MIT. Und seht mal, ich respektiere Geschichte. Wirklich. Aber Geschichte ist Geschichte. Das ist das 21. Jahrhundert. Und im 21. Jahrhundert ist das K-Bar ein Museumstück. Emily warf einen Blick zu ihrem Großvater. Sie hat Dialekte Veränderung in seiner Haltung bemerkt, als Brad zum ersten Mal das K-Bar-Bild zeigte. Es war subtil, fast unmerklich, aber sie kannte ihn besser als jeder andere. Sein Kiefer hat sich angespannt. Nicht genau aus Watt, so, wie sich ein TUA festschließt, wenn ein Luftzug durchzieht. Sie streckte die Hand aus und legte sie auf seinen Arm als okay, Großpapa, flüstert sie. So sie und nickte leicht. Seine Augen waren ruhig, aber jetzt war etwas hinter ihnen, ein Tief, ein Gewicht, wie ein See, der in der Oberfläche still ossiert, aber 1000 Meter tief reicht. Mir geht's gut, Schatz, sagte Elise und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Vorderseite des Raums. Brad demonstriert nun, was das Waffenneutralisierungsprotokoll nannte. Hat einen Freiwilligen, einen schwergewichtigen Mann namens Gary, der bei dem Baumarkt gegenüber arbeitet, wo sich die der ein orangefarbenes Übungsmesser aus Gummi hielt, etwas so groß wie ein Kuchenmesser. Okay, Gary, ich möchte, dass du MIT einem Stick von oben auf mich zukommst. Vollgeschwindigkeit. Halt dich nicht zurück, wise Braden. Gary stürmte vorwärts. Die Bewegung war langsam, vorhersehbar, die Art von Angriff, die nur in Trainingsszenarien existiert, die den Ausbilder kompetent aussehen lassen sollen. Brad which seitlich fast Garys Handgelenk, dreht es und führte ihn MIT einem Löbigmassagen am Hebel zu Boden. Der Raum applaudiert. Brad half Gary auf und klopfte ihm auf den Rücken. Seht ihr das? Distance Control, Gelenkmanipulation, Control. Man braucht kein Messer, ein Messer zu neutralisieren.
Man braucht Technik. Hob das orangefarbene Gummimesser hoch und warf es abschätzig auf einen nahen Tisch. Dieses Ding ist ein Requisit, ein Relikt. Und ich sage noch etwas, das Militär weiß das auch. Modern Nahkampfprogramm verwenden fast keine Zeit mehr auf Messerkampf im Vergleich zu früher, weil die klugen Leute herausgefunden haben, was ich hielt sage. Nahm das Messer noch einmal hoch, hielt es zwischen zwei Fingern, als wäre es etwas Widerwärtiges. Ist überholt. Und dann kam ein Stimme aus dem Hintergrund des Raums. Sie war leise. Sie war ruhig. Und sie durchschnitt die Luft wie ein Skalpell. Darf ich? Zwei Wörter. Das war alles. Nur zwei Wörter, gesprochen in einer Stimme, die tief und angehetzt war und die besondere Qualität eines Mannes trug, der in seinem ganzen Leben nie hat laut werden müssen, gehört zu werden. Jeder Kopf im Raum dreht sich Brad blickte zur letzten Reihe, sein Gesichtsausdruck wechselt von Überraschung zu mildem Amusement. So den alten Mann, die dann, verwitterte Gestalt in der olivgrünen Jack, langsam von seinem Stuhl aufstehen. Arthur Dalton richtet sich zu seiner Wohlen groß auf. War nicht groß, wie legt 75 Meter, aber etwas in der Art, wie sich hielt, schien größer wirken zu lassen. Sein Schultern waren zurückgezogen. Sein Kinn war gerade. Sein Handhingen an seinen Seiten eine still, die fast unnatürlich war. Nicht verkrampft, nicht locker, sondern vollkommen, bewusst neutral, so wie ein Waff in einem Holster liegt. Begann, so wurde Zeit des Raums zu gehen. Sein Gang war gemessen, jeder Schritt eine Präzision gesetzt, die niemand im Publikum hat erklären können, die aber jeder instinktiv bemerkt. Schlürfte nicht. Hetzte nicht. Bewegt sich, wie Wasser sich durch einen tiefen Kanal bewegt glatt, ohne Sorgen, eine Kraft, die Oberfläche nicht variiert. Emily sah ihm nach, hers pocht plötzlich heftig. Sie hat ihren Großvater noch nie so gesehen. Sie hat sanft gesehen. Sie hat traurig gesehen. Sie hat gesehen, wie minutenlang, ohne zu blinzeln, auf ein gerahmtes Foto auf seinem gemeinsamen Start das Foto von wir jungen Männern in Marineuniform, die vor einem Palmen im Hintergrund standen. Aber das hier hat sie noch nie gesehen. Das war etwas anders. Das war etwas von vor ihrer Zeit. Sicher. Komm her, sagte Brad, sein Lächeln trug nun einen Hauch von Herablassung. Du tiet auf den offenen Raum vorn. Wie ist ihr Name, mein Herr? Dalton, sagte Arthur. Gab seinen Vornamen nicht an. Blieb etwas zwei Meter von Brad entfernt stehen, was Brad als bedeutsam erkannt hat, wenn jemals die tatsächlich Doktrin des Nahkampfs klingen Waffen studiert hat. 2 Meter, der Rand des Sen, was des Marine Corps Kampfhandbuch als kritischste Standzone bezeichnet, die Reichweite, in der ein Messer schneller wird als ein Jesogen Schusswurf. Aber Brad wusste das nicht. Sah nur einen alten Mann in einer grünen Jack. Nun, Mr. Dalton, was kann ich für Sie tun? Fragte Brad, sein Stimme trug den geduldigen, leicht gonnerhaften Ton, den man bei älteren Menschen verwendet. Arthur sah auf den Tisch, auf dem das orangefarbene Gummimesser abgelegt worden war. Darf ich das benutzen? Fragte und nickte in seine Richtung. Brad zuckte den Schultern. Nur so. Arthur nahm das Gummi-Bar. In dem Moment, als sich sein Finger den Griff schlossen, verschob sich etwas. Es war nicht dramatisch. Es gab keinen Blitzschlag, keinen filmischen Musikschwall, aber jeder, der aufmerksam war und inzwischen war das jeder, konnte es sehen.
Sein Hand hielt das Messer nicht einfach. Sie verschmolz mit ihm. Der Griff fand sich in einem umgekehrten Halt wieder, die Klingenschneid entlang der Innenseite seines Unterarms ausgerichtet, die Technik, die als philippinischer Griff bekannt war, oder im Marinejargon seiner ARA, der Posten-Ostschultgriff. Sein Daumen verriegelt sich im Norf, sein Handgelenk dreht sich leicht nach innen, richtet die Klingen der Mittellinie seines Körpers aus, und sein Gewicht verschob sich nur ganz leicht, nur einen Bruchteil 1 Zentimeters, auf die Fußballen. Die Verwandlung war so subtil und so vollständig, dass es aussah, als würde ein Schlüssel in ein Schloss gleiten, für das gemacht war. Das Messer hat seinen Besitzer gefunden oder sein Besitzer hat das Messer gefunden. Ich möchte Ihnen etwas sagen, sagte Arthur, seine Stimme immer noch leise, immer noch ruhig. Wenn Sie einverstanden sind. Brads Lächeln geriet für einen Moment ins Wanken. Etwas in der Art, wie der alte Mann das Gummimesser hielt, passt zu keinem der Trainingsszenarien, die Brad einstudiert hat. Der Griff war falsch. Nicht falsch im Sinne von inkorrekt, sondern falsch im Sinne von fremdartig. So nicht aus wie das, was man in Krav Maga Seminaren oder YouTube Selbstverteidigungsvideos sieht. So aus wie etwas Altes, etwas, das nicht in einem Fitnessstudio verfeinert worden war, sondern in einem Ort, wo ein Fehler bedeutet, dass man nicht nach Haus kam. Klar, sagte Brad und gewann sein Fassung zurück. Breitet die Hand aus, was hatten Sie im Sinn? Arthur sah mit die sen blassblauen Augen. Greifen Sie mich sagte einfach, so wie Gary es tat. Stick von oben. Halten Sie sich nicht zurück. Brad lacht fast. So zum Publikum, als wollte sagen, konnt ich das glauben. Ein paar Leute rutschten unbehaglich auf ihren Stühlen. Emilys Hand waren in ihrem Schoß verschränkt, ihr Knuckle weiß. Mein Herr, ich möchte das wirklich nicht. Ich mein, Sie sind. Ich bitte Sie, sagte Arthur, und in seinem Ton lag jetzt etwas, das keine Bitte war. Es war die Art von Stimme, die einst 19-jährigen Jungs befohlen hat, Bajonet aufzusetzen, und jeder einzeln von ihnen hat Ohnsorgen gehorcht. Brad schluckt. Nahm ein zweites Gummi-Übungsmesser aus seiner Tasche. In Ordnung, sagte sein Ego nun wohl im Spiel. Wenn Sie darauf bestehen, ich gehe langsam. Nicht, sagte Arthur. Brad kam mit dem Stick von oben. Ging nicht langsam. Ob es Ego war oder Verragerung oder der Instinkt eines Mannes, der sich vor einem Publikum beweisen muss, dass die letzten 45 Minuten belehrt hat, ließ sich darauf ein. Die Gummichallenge kam schnell und hart herunter, gezielt auf den Übergang zwischen Arthurs Hals und Schulter. Derselbe Angriff, den bei Gary demonstriert hat, aber dieses Mal mit echter Geschwindigkeit. Der Art von Geschwindigkeit, die von einem Mann kommt, der wirklich im Kampfsport trainiert ist und weiß, wie man Kraft ausübt. Was als nächstes geschah, dauert etwa 1,5 Sekunden. Aber für jeden Menschen in diesem Raum würden sich diese 1,5 Sekunden so etwas dehnen, und dass Sie sich für den Rest Ihres Lebens erinnern würden. Arthur which nicht so sieht. Which nicht zurück. Trat direkt in den Angriff hinein, bekürste die Distanz auf weniger als 30 Zentimeter. Sein Linkhand kam hoch und traf Brads herabkommenden Unterarm, nicht im Handgelenk, wie Brad es in seinen Seminaren lehrt, sondern am Ellenbogen, schlag mit dem Handballen auf die Innenseite des Gelenks. Der Aufprall war präzis und verheerend. Brads Arm nickte ein. Sein Griff das Messer los sich unwillkürlich, als der Nervencluster im Ellenbogen ein Cascade von Schmerzsignalen den Arm hinaufschickte. Bevor Brad verarbeiten konnte, was geschah, wohl für Arthurs rechte Hand,
die das Gumi K bar hielt, ein Bewegung, die niemand im Raum vollständig verfolgen konnte. Es war ein Aktemuster, ein kontinuierlich fließend Bewegung, die unten begann und nach oben wandert. Die Gummikelung zeigt nicht einen Pfad über die Nennzeit von Brads Unterarm, dann über sein freiliegenden Rippen, dann hinauf zu Seat seines Halses, jeder Kontaktpunkt mit einem so leichten Tippen ausgeführt, dass es ein Flüstern hat sein können und dennoch so präzis platziert, dass jeder mit medizinischer Ausbildung sei als die Arterie subclavia, die Zwischenrippen lag zwischen der 7. und 8. Ripp und das Karotis Dreieck erkannt hat. Drei Berührungen, drei Todlichpunkte in weniger als einem Herzschlag. Gleichzeitig war Arthurs Linkhand bereits vom Ellenbogenschlag zu einem Griff übergegangen, packte Brads nun erschlafft Messerhand, dreht das Handgelenk nach innen in einer Bewegung, die Gummikelung aus Brads Fingerswang und sie klappend auf den Boden fallen ließ. Arthur stieß sie weg, ohne hinzuschauen. Stand jetzt innerhalb von Brads Deckung, das Gumi K bar Root druckt nicht, Root nur und der Seat von Brads Kehle. Sein Linkhand kontrolliert Brads rechten Arm in einem Winkel, der eine Vierteldrehung der Kraft die Schulter ausgekugelt hat. Die ganze Sequenz war ein einzig, kontinuierlich Bewegung gewesen. Es hat keine Pause gegeben, keinen Reset, keine Separaten, aneinandergereihten Techniken. Es war ein einziger fließender Akt kontrollierter Gewalt, so natürlich und unausweichlich wie ein Fluss, der das Meer findet. Der Raum war still. Nicht ruhig. Still. Die Art von still, die physisches Gewicht hat, die auf die Trommelfell druckt und einen den eigenen Herzschlag bewusst werden lässt. 40 Menschen saßen erstarrt auf ihren Klappstühlen. Manche hatten den Mund offen. Eine Frau Vaughan hat die Hand auf die Lippen gepresst. Gary vom Baumarkt war komplett bleich geworden. Brad Kessler stand vollkommen still, weil ein tiefer, uralter Teil seines Gehirns der Teil, der wo der Sprech existiert, der wo der Zivilisation existiert, der den Unterschied zwischen einer Übung und der echten Sachkennt erkannt hat, dass der Mann, der das Gummimesser in sein Kehle hielt, keine Demonstration gab. Übte Zurückhaltung. Das Messer ruht gegen Brads Karotis mit der Zartheit eines Fingers, der auf die Lippen gelegt wird, Schweigen zu signalisieren. Arthurs Augen waren ruhig. Sein Atem hat sich nicht verändert. Sein Hand war so ruhig wie ein chirurgisches Instrument. Aber jetzt war etwas in diesen blassblauen Augen, das Brad noch nie bei einem Trainingspartner, einem Sparringsgegner oder einem Ausbilder gesehen hat, dem gegenübergestanden hat. Es war der Blick eines Mannes, der was nicht glaubte, nicht theoretisiert, sondern mit der Gewissheit gelebte Erfahrung jener was dies clinch konnte. Und dann sprach Arthur. Sein Stimme war kaum mehr als ein Murmeln, nur für Brads Ohren bestimmt, aber die Still im Raum war so absolut, dass jeds wird bis in die letzte Reihe trug. Drei Kontaktpunkte, sagte Arteria subclavia, Interkostalraum, Karotis Unterkampfbedingungen, nachts, im Regen, auf der Land, das man nicht sehen kann, gegen einen Feind, der einem überlegen ist und einen mit bloßen Händen umbringen will. Das ist nicht überholt. Macht die ein Pause. Das ist der Unterschied zwischen nach Haus gehen und in einem Sack nach Haus gebracht werden. Hielt die Position noch ein Sekund, dann trat zurück. Das Gumi K bar senkte sich in sein Seat. Ließ Brads Arm sanft los, fast hoffentlich, so wie man ein Tuer loslässt, die man für jemanden aufgehalten hat. Brad stolpert einen halben Schritt zurück, sein Gesicht ein meist aus Emotionen, die so komplex und so schnell wechselnd waren, sie zu erfassen. Es war Schock da. Es war Verlegenheit da. Es war etwas da, das der allererste Anfang von Angst gewesen sein konnte. Und unter allem, sich wie Tinte im Wasser ausbreitend, die unverkennbare Kenntnis, dass alles,
was über das Thema, das die letzten 5 Jahre gelehrt hat, zu wissen glaubte, sich gerade als gefährlich und grundlegend unvollständig erwiesen hat. Die still hielt für etwas, das sich wie ein Wohlminute anfühlt, aber wahrscheinlich 5 Sekunden wären. Dann begann jemand in der Mitte des Raums, ein junger Mann mit Militärfrisur, und einem verblichenen Marine Corps T-Shirt zu klatschen. Es war zunächst langsam, bewusst, Jeds Klatschen verteilt wie ein Hammer, der einen Nägel einschlägt. Dann fiel die Frau neben ihm ein. Dann Gary, dann ein Teenager im Hintergrund, der den größten Teil des Seminars auf seinem Handy gescrollt hat. Innerhalb von Augenblicken applaudiert der ganze Raum. Nicht der hoffentlich, vereinzelte Applaus eines Seminarpublikums. Das war etwas anders. Das war der Klang von 40 Menschen, die gerade etwas gesehen hatten, das sie nicht ganz verstanden, aber instinktiv als echt erkannten. Arthur stand bewegungslos, das Gummikei war immer noch in seiner Hand. Nahm den Applaus nicht zur Kenntnis. Lächelt nicht, winkte nicht, verbüht sich nicht. Stand so, wie vor 60 Jahren beim Apple auf dem Exerzierplatz von Camp Pendleton gestanden hat mit einer Still, die keine Bescheidenheit war, sondern Disziplin. Es war Emily, die sich zuerst bewegt. Sie war aus ihrem Stuhl und über den Raum, bever ihr richtig bewusst wird, dass sie sich bewegt, und sie schlang ihr Arm von hinten ihren Großvater, und presst ihr Gesicht gegen seinen Rücken. Sie weinte, obwohl sie nicht genau hat erklären können, warum. Sie wusste fast nichts über den Militärdienst ihres Großvaters. Sprach nie darüber. Es gab ein Vitrin in seinem Arbeitszimmer mit einem Bronzestar, einem Purple Heart und einer Marine Corps Expeditionsmedaille. Aber wann immer sie danach fragte, wechselte das Thema mit der sanften, aber absoluten Endgültigkeit eines Mannes, der ein But schließt, das nie wieder öffnen wird. Als was sie wusst, als was sie gewusst hat, war, dass ihr Großvater der freundlichste, stillste, geduldigste Mann der Welt war. Und jetzt so sie zum ersten Mal das, was unter dieser still lebte das, was 60 Jahre lang allein getragen hat. Brad Kessler stand vorn im Raum, sein Seminarnotizen lagen verstrut auf dem Tisch neben ihm, sein sorgfältig vorbereiteten Folien liegten noch auf der Projektileinwand hinter ihm. Das Vergleichsdiagramm, Messer gegen Taser, Messer gegen Pfefferspray, Messer gegen Handfeuerwurf wirkte jetzt fast absurd, wie die Zeichnung eins keins neben einer Fotografie. Auf nicht den Mund, schloss auf nicht wieder. Mein Herr, sagte schließlich, sein Stimme entkleidet von all seinem früheren Selbstvertrauen, all seinem Schliff, all seiner einstudierten Autorität. Wo haben sie das gelernt? Arthur lost sich sanft aus Emilys Umarmung. Tätschelte ihr Hand und gab ihr ein kleines Nicken, das sagte, mir geht's gut. Dann sah Braden. Okinawa, sagte Dan Chosin. Zwei Wörter. Und verschieden im Raum, der sein Geschicht kannte, reichten die zwei Wörter, all zu erklären und einem die Nackenhaar aufzustellen. Der young man im Marine Corps T-Shirt, sein Name war Ryan Torres. War 24. Hat zwei Einsatz in Afghanistan absolviert, stand von seinem Stuhl auf. Sein Gesicht war bleich, aber sein Augen waren sehr hell. Waren sie am Chosin Storzi? Fragte sein Stimme trug die besondere Ehrfurcht, die nur ein Marine für das Opfer eines anderen Marines haben kann. Arthur sah ihn. First Marines, sagte Baker Company. Ryan Torres tat dann etwas, das niemand im Raum erwartet hat, obwohl später jeder von ihnen sagen wird, sie hatten es erwarten müssen. Nahm Haltungen. Seine rechte Hand kam hoch zu einem makellosen,
Lorbekmassagen Salat do Art, die Man auf Paris Island Lert, do Art, diese Muskelerinnerung Word, do Art, die ein Marine nicht ausführt, weil es das Protokoll verlangt, sondern weil die RAS verlangt. Hielt den Salat und senkte ihn nicht. Arthur so den Jungen Man einen langen Momenten. Sein Gesichtsausdruck ändert sich nicht, aber etwas in seinen Augen verschob sich. Ein Tuar, die sehr lange geschlossen gewesen war, öffnet sich, nur einen Spalt, und durch sie kam ein Licht, das sowohl schmerzhaft als auch warm war. Erwartet den Salat. War präzis. War perfekt. Es war der Salat eins Mannes, der ihn 10.000 mal ausgeführt hat und der Verstand, dass etwas Heiliges bedeutet einen Pakt zwischen Kriegen, der Rang, Alter und Zeit überschreitet. Der Raum war wieder still geworden, aber es war jetzt ein andere Art von still. Die erste still war stark gewesen. Die still war ehrfurcht. Brad Kessler beobachtet den Austausch. So auf das Gummi-K-Bar, das immer noch in Arthurs Hand war. So auf die Unterarm des alten Mannes, die Sehnen, die Narben, die nun auf dem Handdrucken seiner linken Hand verlaufen und unter seinem Armel verschwinden so. Narben, die nicht von Schreinarbeit oder Fabrikarbeit stammten, sondern von etwas, über das Brad nur in Butchen gelesen hat. So auf die Folie hinter sich. Das Wort überholt leuchtet in fetten roten Buchstaben. Brad ging zum Projektor und schaltet ihn aus, der Bildschirm wird dunkel. Stand einen Moment dort, den Rücken zum Publikum, sein Schultern hoben und senkten sich deutlich mit einem tiefen Atemzug. Dann dreht sich Ich schuld Ihnen eine Entschuldigung, sagte und so Arthur direkten. Ich schuld jedem in diesem Raum eine Entschuldigung. Der Raum war vollkommen still. Ich unterrichte seit 5 Jahren Selbstverteidigung, fuhr Brad fort, und sein Stimme war jetzt anders. Der Schliff war weg. Der einstudiert Rhythmus war weg. Was übrig blieb, war etwas Rohes, Ehrliches und unangenehm Menschliches. Und ich habe es auf Basis dessen unterrichtet, was ich in Akademien und Fitnessstudios und Zertifizierungskursen gelernt habe, und es gibt einen Wut darin. Das glaub ich. Aber was ich gerade gesehen habe, macht die ein Pause, schluckt. Was ich gerade gesehen habe, ist nichts, das man in einer Akademie lernt. Das ist etwas, das man lernt, wenn die Alternative der Tod ist. Und ich hat kein Recht, hier zu stehen und jemandem zu sagen, dass es überholt sei. So Arthur Ich weiß nicht einmal, wie ich das nennen soll, was sie gerade gemacht haben. Arthur war einen Moment still. Wir nannten es die Linie, sagte Die Linie zwischen der Clinch und dem, was sie schützt. Man kämpft nicht mit einem Messer. Man kämpft entlang der Linie. Das Messer ist nur, wo die Linie endet. Brad starrt ihn an. Das steht in keinem Handbuch, das ich gelesen habe. Es stand in Stunden, sagte Arthur. Und zum ersten Mal zog der Geist eines Lächelns über sein Gesicht. Es war kurz und klein und trug das Gewicht von 1000 Erinnerungen in sich, die nie laut ausgesprochen wurden von jungen Männern, die dies Leine im schwarzen pazifischen Schlamm und den Jefferinen koreanischen Hügeln gelernt hatten und die ihr Leben darauf vertraut hatten. Manche von ihnen lebten noch. Die meisten nicht. All von ihnen waren bei ihm, immer, in den ruhigen Händen und der leisen Stimme und den blassblauen Augen, die Dinge gesehen hatten, die keine Seminarfälle hat einfangen können. Der young Marine, Ryan Torres, war derjenige, der die Folgen still brach. Trat vor und wandte sich in den Raum, sein Stimme trug die Autorität Gemandes, der Genoverstand,
was gerade erlebt hat. Veralhet, die es nicht wissen, sagte die es 10 Marines im Chosin Storze kämpften, sich aus einer Einkesselung durch über 100.000 Chine sich Truppen frei, bei Temperaturen, die auf -37 Grad fielen. Sie kämpften 17 Tage lang, wenn nötig im Nahkampf, mit Bajonetten und K-Bars, wenn ihr Gewehr einfuhren. So Arthur'n. Sie nannten sich selbst die Chosen Few, und es sind nicht mehr viel von ihnen übrig. Arthur sagte nichts. Stand einfach das Gumi K-Bar seine Seat hangend, sein Gesichtsausdruck unverandet. Aber Emily, die hinter ihm stand, mit Tränen, die noch auf ihren Wangen waren, so, was niemand sonst sehen konnte. Ein einzeln Train, die über die verwitterte Landschaft des Gesichts eines Großvaters lief, der Linie eine Narbe folgend, die vom Augenwinkel bis zum Kiefer verlief. Wischte sie nicht weg. Ließ sie fallen. Brad Kessler tat an diesem Nachmittag etwas, das sogar ihn selbst überraschte. Brach den Rest des Seminars nicht aus Niederlage, sondern aus etwas schwierigerem und wortwahlerem, der Erkenntnis, dass die wichtigste Lektion, die Gengemand in diesem Raum an diesem Tag lernen wird, bereits gelehrt worden war. Und sie hat nichts mit seinen Folien oder seinen Techniken oder seiner Zertifizierung zu tun. Fragte Arthur, ob bereit war zu sprechen, nicht zu demonstrieren, nicht zu kämpfen, nur zu sprechen. Arthur sagte zuerst nein. Sagte es ließ, ohne Erklärung, so wie die meisten Dinge sagte. Aber Emily legte ihre Hand auf seinen Arm und flüsterte etwas, das niemand sonst hört. Und nach einem langen Moment nickte Stand vorn im Raum, hielt immer noch das Gumi K-Bar, und sprach. Sprach 20 Minuten lang. Erzählt keine Kriegsgeschichten. Beschrieb keine Schlachten oder Feinde oder Siege. Sprach über das Messer. Sprach darüber, wie ein Meisterhandwerker über ein Werkzeug spricht, das ihm das Leben gerettet hat, mit Respekt, mit Vertrautheit, mit einer Präzision der Sprache, die ein Tief des Verständnisses offenbart, die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben über nichts erreichen. Sprach über das Gewicht des K-Bars, 18 cm Klinge, 30 cm insgesamt, den Griff aus Lederwaschen, der den Stoß absorbiert und verhinderte, dass die Hände brutzte, wenn sie nass war, die Spitze, die durchstechen konnte, und die Fleischschneid, die schneiden konnte. Sprach darüber, wie man es schafft, nicht mit einer Maschine, niemals mit einer Maschine, sondern mit einem Wasserstein, langsam, geduldig, so wie man den eigenen Geist vor einer wichtigen Aufgabe schafft. Sprach über die Linie, die Doktrin, dass die Klinge keine Waffe ist, sondern eine Erweiterung der Absicht des Körpers. Dass man sie nicht schwingt oder mit ihr zustößt. Man fließt mit ihr. Man lässt sie den Weg des geringsten Widerstands zwischen sich und der Bedrohung finden, so wie Wasser den Weg zwischen Felsen findet. Sprach darüber, wie im Chosin, als die Temperaturen so tief fielen, das Gewehrverschluss einführen und Morphiumspritzen im Mund der Sanitäter aufgetaut werden mussten, bevor man sie verwenden konnte, das K-Bar manchmal die einzige Waffe war, die noch funktioniert, weil Stahl nicht gefriert, weil die menschliche Hand, wenn sie trainiert ist und wenn sie willens ist, ein Klinge unter Bedingungen halten kann, die Jeds an ihr Kriegsinstrument außer Gefecht setzen. Sprach über ein Nacht. Nannte nicht das Datum, nicht den Ort, nannte sie nur die Nacht, als Drehschein sich Soldaten durch den Zorn und in den Schützengraben kamen, in dem und ein Mann namens Jimmy Delcourt aus Baton Rouge im Schickdienst schliefen. Sagte, Jimmy sei nicht aufgewacht. Sagte, das K-Bar habe getten, wofür es gemacht wird. Sagte, habe Jimmy am nächsten Morgen den Berg hinuntergetragen. Sagte, Jimmys Tochter schick ihm jetzt ein Weihnachtskart und das sei sein Augen habe.
Danak hort auf zu sprechen. Legte das Gumi Bar auf den Tisch. Richtet sein Jack Gerade und ging zurück zu seinem Platz in der letzten Reihe, sein Schritt so gemessen und präzis wie beim Hinchen. Niemand bewegt sich für lange Zeit. Der Raum war so etwas anderem geworden als einem Seminarraum im Gemeindezentrum. War, für ein kurzes Fenster von 20 Minuten an einem Samstagnachmittag, etwas geworden, das nahe an heiligem Boden lag. Der young Marine, Ryan, war der Erste, der Aufstand. Ging zu Arthur und streckte ihm die Hand entgegen. Arthur ergriff sie. Sie schüttelten nicht. Sie hielten. Der Griff eines Marines, der einen anderen über den Abgrund von 60 Jahren und 1000 Meilen hinweg erkannte, und einen Krieg, den der junge Mann nur aus Butchen kannte, den der Altier aber noch in seinen Knochen trug. Sympathie, Sir, sagte Ryan. Sympathie, erwidert Arthur. Einer nach dem anderen kamen die Leute im Raum nach vorn. Nicht zu gratulieren, nicht sich zu bedanken, sondern nur in seiner Nähe zu sein, so wie Menschen von einem Führer in einer kalten Nacht angezogen wurden. Sie schüttelten ihm die Hand. Sie nickten. Einige winkten. Eine Frau in einer Krankenschwesteruniform erzählt ihm, weiter habe in Korea gedient, und fragte, ob einen Sergeant Malone aus der Charlie Company gekannt habe. Arthur dachte einen Moment nach und sagte, Tommy Malone, Rotschopf. Hat einen Fastball, der einem die Hand brechen konnte. Die Frau presste ihre Hand auf den Mund, nickte und konnte nicht sprechen. Brad Kessler war der Letzte, der herankam. Stand einen Moment vor Arthur und hielt das Gumi Bar, das Arthur auf dem Tisch zurückgelassen hat. Drehte es in seine Hand, betrachtete es, als sah es zum ersten Mal dann hielt es Arthur entgegen. Ich würde mein gesamtes Curriculum umstrukturieren, sagte Und ich möchte fragen, ob falls Gemmels bereit wären in Betracht ziehen würden, ein Seminar MIT mir zu unterrichten. Nicht für mich, MIT mir. Arthur sah auf das Gummimesser. So Braden. So Emilian, die neben ihm stand, ihren Arm in den Seinen gehakt, ihr Augen immer noch rot, Ausdruck ein Mischung aus Stolz, Herzschmerz und einer Lieb, so heftig, dass wie Hitze zu strahlen schien. Würde darüber nachdenken, sagte Arthur. Brad nickte. Das ist mehr, als würde ihn. Nein, sagte Arthur, und sein Stimme war jetzt sanft die Stimme, die Emily kannte, die Stimme, die gut nachgeschickten Wohles und nannte und sagte, sei tapferer, als wiss. Du hast einen Fehler gemacht. Du behebst Das erfordert an der Art von Mut. Macht die ein Pause. Das Messer ist nicht die Lektion, Young. Die Lektion ist, dass man nie weiß, was die Person in der letzten Reihe durchgemacht hat. Man weiß nie, was getragen hat. Man weiß nie, was überlebt hat. Und wenn man sein Leben im Namen darüber aufbaut, was überholt ist und was nicht, wird man die Dinge verpassen, die am wichtigsten sind. Griff hinüber und nahm das Gumi Bar aus Brads Hand. Hielt es einen Moment, spürte sein Gewicht, oder legt spürte den Geist eines anderen Gewichts. Das Gewicht des echten das in der Vitrine in seinem Arbeitszimmer lag, neben dem Bronze Star und dem Purple Heart und dem Foto von jungen Marines, die nie alt würden. Dan gab es zurück. Behold es, sagte Stell es irgendwo hin, wo du es sehen kannst. Und wenn du das nächste Mal vor einem Raum voller Menschen stehst, erinnere dich, dass irgendwo in der letzten Reihe jemand sein konnte, der weiß,
was dies Clinch wirklich bedeutet. Brad nam das Messer. Hielt es, wie man etwas Heiliges holt. Sagte kein weiteres Wort. Musst nicht. 3 Wochen später schickte Emily Arthur ein Foto. Es war von Brad Kesslers Website, die komplett neu gestaltet worden war. Das alte Logo mit den gekreuzten Fausten war verschwunden. An seiner Stelle war ein einfaches Bild ein Messer, das auf einer gefalteten amerikanischen Flagge ruht. Und darunter, in klaren, respektvollen Buchstaben, standen die Wort, die Linie. Nahkampf Verteidigungstraining. Die alten Weg ehren, die neuen lernen. Arthur betrachtet das Foto länger. Dennoch nicht die oberste Schublade seines Schreibtischs, die klemmte und ein bestimmtes Rüttel erfordert, SIE aufzubekommen, und holt ein Lederscheid heraus, brutschig vom Alter, aber immer noch geschmeidig, immer noch stark. Darin war ein K-Bar nicht Gummi, keine Nachbildung. Das echte Stück. Sein K-Bar, das ihm 1950 in Camp Pendleton ausgegeben worden war und das mit ihm über einen Ozean und einen Jefferinenberg jurist war und Zurück. Die Clinch war immer noch scharf. Hielt SIE so, nicht weil Gemmels erwartet, SIE wieder zu benutzen, sondern weil manche Dinges würdigen, einsatzbereit zu bleiben. Manche Dinge würdigen es, scharf zu bleiben. Manche Dinge sind niemals überholt. Wenn dies Geschichte dich bewegt hat, wenn SIE dich daran erinnert hat, das Respekt nicht dem äußeren geschuldet wird, sondern dem, was ein Person durchgemacht hat, möchte ich, dass du diesen Kanal abonnierst. Wir erzählen Geschichten von den Menschen, die die Welt übersieht. Den Stillen, denen in der letzten Reihe, denen, die mehr tragen, als du je wissen wirst. Abonniere, denn ihr Geschichten würdigen es, gehört zu werden. Und kommentiere das Wort Ehre an den Arthur Dalton und jeder Mann und jede Frau, die Gemmels im Dunkeln die Leine gehalten haben, nichts als Matt und kaltem Stahl sie haben, es sich würdigend.